Okay. Fassen wir mal zusammen, okay? Es sollte eigentlich ein echter Neustart werden. Eine perfekte Welt. Frei von all dem Bösen, das die Wurzel des Unheils war in jeder Ecke des bekannten und unbekannten Universums. Es sollte ein sicherer Ort für die Kinder sein. Brachtet den Schlüssel der Beschwörung her und zerstörtet diese verfluchte Maschine ein für allemal. Die Sache ist, Maxis hat die Lage völlig versaut. Bitte, du musst mir helfen. Was habe ich getan? Edward, warte mal. Alles ist gut. Maxis! Wir sind keine Legion. Wir sind viele. Ich helfe dir zu sterben! Wo ist er? Wo ist Dr. Monty? Er wird uns helfen. Genau wie Maxis es versprochen hat. Die Jungs in der Leichenhalle werden heute Überstunden schieben müssen. Ich bin so nah dran. Wir können die Katastrophe noch immer abwenden. Wir können alles wieder richtig machen. Die Blutampullen werden mich beschützen. Wir büßen alle für unsere Unverschämtheit. Es scheint, als hätte mein Eifer zur Vernichtung der Horde mich mit nur noch wenig Munition dastehen lassen. Überraschung. Sezieren ist meine Spezialität. Ich werde es mal vorführen. Hast du vielleicht Interesse an meiner günstigen Lobotomie? Du hast sicher nicht viel Lebensqualität. Ich habe nur noch mein Messer. Es wird Blut geben. Und Gedärme. Jede Menge davon. Ich werde deine Seele verschlingen. Nein, lieber nicht. Das klingt schrecklich.
Keine Kugeln? Aber ich hatte so viele davon. Was ist passiert? Ich habe keine Zeit für dich. Ich bin heute schwer beschäftigt. Welchen Teil von "Lass mich in Ruhe" hast du nicht verstanden? Maximale Munition! Vielen Dank auch, Dr. Monty. Moment. Wolltet ihr mich all diese Jahre wirklich verletzen? Das ist nicht mein Schicksal. Noch nicht. Ich bin zu weit gekommen, um jetzt an Munitionsmangel zu sterben. Der nächste bitte. Das Wartezimmer ist heute sehr voll. Keine Kugeln? Wie konnte das passieren? Oh ja, ich habe nicht aufgepasst. Ich bin bereit für den ersten Schnitt. Ist missglückt. Du hast es nicht geschafft. Das verfolgt mich schon in den Träumen. Zum Glück habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Denk an mich! Ihr werdet überwältigt werden. Doppelte Punkte! Wer weiß schon, wann wir die zusätzlichen Mittel brauchen werden. Vermutlich schon sehr bald. Nein, ihr könnt diesen Angriff nicht überleben. Hallo, Dr. Monty. Ich brauche mehr Munition. Wenn ihr aufgepasst habt, selbst wenn nicht, sollte es mehr als klar sein, dass die Dinge hier völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Also so wie immer, nehme ich an. Jedenfalls habe ich eine heiße Debatte mit dem alten Schattenmann und seinen Apothekon-Kumpels. Und das macht es schwer, diese Realität stabil zu halten. Ernsthaft, seht sie euch an. Sie wird praktisch mit Klebeband und Schnur zusammengehalten.
Auch wenn das ziemlich offensichtlich ist. Maximale Munition! Ich es gar nicht erwähnen müssen. Ich weiß, was das ist. Das ist das Ding. Für das Ding. Ich hatte viele Träume in diesen Gräben. Ich nenne es Träume, aber es waren eher Visionen. Angefangen mit der, in der mich Maxis gebeten hat, sein Hirn zu entfernen. Laut, grob und es dauert ewig, bis etwas passiert. Aber sprechen wir nicht weiter über Dempsey. Ich werde das Fleisch von deinen Gebeinen trennen, wenn ich genug Zeit habe. Es ist ein Knochen. Diese Waffe lässt meine primitivere Seite in Erscheinung treten. Es wird Blut geben und Eingeweide. Vielleicht auch ein paar Knochensplitter. Maximale Munition! Ich tue alles, um zu vermeiden, dass ich neue Munition kaufen muss. Alles. Was wäre, wenn ich eines Tages vor ihrem Verschwinden in die Kiste klettern? Auf Wiedersehen! Nein, das wäre eine schlechte Idee. Manchmal fühle ich mich schuldig wegen Sammy. Aber dann fällt mir wieder ein, dass das nicht wirklich ich war. Ihr wirst sie Ich klopfe mir gerade selbst auf die Schulter. Oh, das hatte nichts mit mir zu tun. Das kann ich ruhigen Gewissens versprechen. Ich ziehe es vor, flink auf den Füßen zu sein, auch wenn ich dafür den demütigen, schnellen Munitionsverbrauch ertragen muss.
mich zu jeder Menge großer Risiken verleitet. Wie sind wir schließlich hier gelandet? Versuchen wir einfach nicht an all die schrecklichen Dinge zu denken, die hier geschehen sind. Das ist nicht erbaulich. Ich würde es bevorzugen, nicht allzu lange hier zu verweilen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Diese Taschen sind so voll. Wahrscheinlich rutscht mir irgendwann die Hose runter. Wenn er jetzt nicht tot bleibt, weiß ich auch nicht. Zeitpunkt, um etwas Munition abzuwerfen. Ich rede mit dir, Dr. Monty. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Schlussverkauf. Mein Gott, ich hatte gerade einen Gedanken. Was ist, wenn der Kiste je die Waffen ausgehen? Seht, ich habe ein Gewehr. Und ich werde es benutzen. Das war die letzte Warnung, du Ausgeburt der Hölle! Hurra! Ich habe einen teuflischen Krachmacher erhalten. Perfekt zum Durchlöchern meiner Trommelfelle. Ich weiß nicht, ob wir hier überleben können, aber ich werde mein Bestes geben, um es zu versuchen. Ich bin dir nicht böse, Kiste. Ich bin stinksauer. Auf Wiedersehen! Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, mit euch zu sprechen. Da die Kacke jetzt ordentlich am Dampfen ist, kann ich nicht mehr tun, als euch ein wenig anzufeuern. Wie wär's mit ein paar Tatsachen? Kleine Fakten. Kurz. Witzig. Das ist gut für die Moral. Schmutzig und kackig. Schmutzig!
Erinnerungen. Ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das mag zwar eine nette Spielerei sein, aber ich brauche dringend aggressivere Waffen. Die Marktwachen sind unmöglich. Keine Sorge, das ist nur ein kleiner Eingriff. Klein und sehr brutal. Ich bin sehr entschlossen. Ich tue das hier nicht für Wohlstand. Vor allem nicht, weil ich vielleicht nicht lange genug lebe, um ihn zu genießen. MP soll in Wirklichkeit wohl minimaler Patronenvorrat heißen, wenn man bedenkt, wie schnell die Munition verbraucht ist. Wie so oft verschwindet die Kiste mal wieder zum ungünstigsten Zeitpunkt. Gut für dich, dass du mich enttäuscht hast, Kiste. Das war natürlich keine Drohung. Ich wurde auch in vielen anderen Dimensionen vom Pech verfolgt. Das hat System. Das Ende naht. Und wie es naht. Dieses Beißen nicht. Und das Stoßen und Kratzen auch nicht. Ich habe wirklich jede eurer Missetaten gesehen. Ich weiß, wer ihr seid. Aber trotzdem bleiben Fragen. Warum tut ihr, was ihr tut?
nur Splitter eines größeren Universums. Eines Tages brauchen wir vielleicht keine Kugeln mehr. Aber heute ist nicht dieser Tag. Schussverkauf! Ich habe einst gehofft, die Methode hinter diesem Wahnsinn zu verstehen. Ist mir nie gelungen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Hast meine Uniform zerrissen. Verärgert mich. Ganz ruhig, ihr Höllenbrut. Ich kümmere mich um euch. Ich bin fast völlig gefühllos. Das Kino. Ich gebe gerne zu, dass ich selbst eine cineastische Ader habe. Hier bleiben nur noch wenige Kugeln. Jetzt wahrscheinlich noch weniger als zu Beginn dieses Satzes. Ich nehme an, die grundlegende Technologie. Maximale Munition! Mit denen ich rumgespielt habe. Seinem Hirn, im Magen, im Herzen oder in allem gleichzeitig? Keine Sorge, Pack-a-Punch-Maschine. Ich werde dich retten. Rette jetzt. Leistet ihr immer so gute Arbeit?
Um ehrlich zu sein, würde ich euch gerne weiter dazu ermutigen. Ihr werdet es nie verstehen, was? Selbst wenn es nie gut für euch ausgeht. Wir büßen alle für unsere Unverschämtheit. Für euch gibt es keinen Frieden. Ich fürchte, wir sind uns ähnlicher, als ihr je ahnen werdet. Dein Tod ist jetzt unumgänglich. Lasst das Chaos euch umspülen. Akute Konfuse. Wie so oft waren auch deine Versuche, mich zu töten, nicht erfolgreich. Als ob die Dinge nicht schon schlimm genug wären, habe ich Schwierigkeiten, meine Präsenz aufrecht zu erhalten. Auf Wiedersehen! Wenigstens sitzt er im gleichen Boot. Und wie stehen die Dinge sonst so? Noch Fortschritte? Scheiße, ich verschwinde schon wieder. So viele von euch. Und ihr seht so hungrig aus. Ich allein werde nicht ausreichen, um euren Hunger zu stillen. Ich habe meinen Tod gesehen. Er tritt nicht durch dich ein. Schussverkauf! Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir dieses Angebot annehmen. Wir wollen uns doch nicht unnötige Risiken aussetzen. Waffe in der Hand, Freunde an der Seite. Ich bin bereit. Tief durchatmen, Edward. Denk einfach daran, was wichtig ist. Moment. Was ist denn wichtig? Ach ja, das hier. Das kommt später. Aus den Schatten hervor. Panzersoldat. Ich glaube, ich habe meinen Vorrat an Elektrizität aus dem Wortspiel verbraucht. Ich will mich einfach beeilen und sie alle töten.
Doppelte Punkte! Ich würde es ja umsonst machen, aber ich mag das Geld zu sehr. Wenn ihr sehen könntet, was außerhalb eurer Wahrnehmung so abgeht, da würden euch die Köpfe explodieren. Das ist der Hauptgrund, wieso ich es für mich behalte. Wenn ich es vergleichen müsste, würde ich es so beschreiben. Wenn eine Ente auf dem Wasser schwimmt, sieht man sie nur scheinbar mühelos über den See gleiten. Doch darunter, also unter der Oberfläche, sieht es ganz anders aus. Ihre Beine bewegen sich, als würde sie ein verdammtes Fahrrad einen Berg hinauftrampeln. Das bin ich gerade. Ich bin diese Ente. Hast du vielleicht Interesse an meiner günstigen Lobotomie? Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Insta-Kill! Vielleicht wird der Tag heute doch gar nicht so schlecht. Dr. Richthofen versucht sich heute mal auf dem Gebiet der Zahnmedizin. Mit einer Schrotflinte. Ich wollte mehr. Ich wollte schon immer mehr. Ob ich es jemals bekomme? Niemand entkommt dem Tod. So viel ist sicher für euch, Höllenbrut. Für uns hingegen. Doppelte Punkte! Ich werde meine Verdienste für Regentage sparen. Sturmwolken brauen sich zusammen. Schussverkauf! Ich hoffe, du willst damit nicht auf meine sadistische Seite anspielen, Dr. Monty. Wo ist mein Operationsbesteck? Habe ich es in einer anderen Dimension vergessen? Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Welchen Teil von "Lass mich in Ruhe" hast du nicht verstanden? Diese Waffe sieht bekannt aus. Hat Maxis sie gemacht? Nein, das ist es nicht.
Ich werde es verwahren. Vielleicht birgt es Geheimnisse. Die kann ich immer gebrauchen. Vergiss nicht, Edward. Sag es ihnen später, nicht jetzt. Jetzt ist später. Habe ich es ihnen schon gesagt? Ich kann mich nicht erinnern, ob ich zurückgegangen bin, um mir die Blutampullen zu geben. Das bin ich doch. Oder? Ich glaube, wenn das alles vorbei ist, werde ich Pazifist. Ich muss zugeben, Monty hat mich überrascht. Er ist ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. So viele Geschmacksrichtungen, so viele Wege, meinen Magen wütend zu machen. Stellt euch eurem Schicksal, dem Tod. Explosionen können Herzen brechen und Körper. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Ich habe mich schon oft gefragt, warum die Elektrizität sie nicht noch weiter reanimiert. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als
Steinbretter geschlagen? Oder sind unsere Särge schon fertig? Das ist vielleicht nicht das, was ich wirklich will, aber ich bin an solche Enttäuschungen gewöhnt. Wir werden siegen, trotz eurer Überzahl. Elektroschocks sind wirklich nicht angenehm. Ich habe mal gesehen, wie es mit Cohen passiert ist. Er hat wie Doppelte Punkte! und dann die diese Falle erfunden hat? Ich! Beweist mir das Gegenteil. Na los! Das ist jetzt meine Erfindung. Die letzte Hoffnung, du Ausgeburt der Hölle! Ich muss nachdenken. Das Laufen ist nicht hilfreich. Erwartet, dass die Schwerkraft bei der Explosion eine größere Rolle spielen würde. Es ist kaum etwas davon gestorben. Isoliere ich sogar die Elemente. Konzentrieren wir uns auf die wichtigen Dinge. Wenn ich nur wüsste, was wichtig war. Beug
Ich bin der Einzige, der ehrlich zu euch sein wird. Ihr alle, werdet aufhören zu existieren. Trotz allem, was ihr getan habt. Wofür ihr so schafft. Ihr werdet sehen, was ich heute schon getötet habe. Dachtest du wirklich, du hättest eine Chance? Schon zu weit, um jetzt umzukehren. Du bist schmutzig. Unglaublich schmutzig. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Funktioniert die Elektrizität in dieser Dimension überhaupt wie in unserer? Ich schätze, wir finden es gleich heraus. Insta-Kill. Keine Sorge, das ist nur ein Angriff. Klein und sehr brutal. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Der böse Einfluss der Apothikons kann nicht ewig halten. Ich bin mir sicher. Doppelte Punkte. Wer weiß schon, wann die zusätzlichen brauchen werden. Vermutlich schon sehr bald. Ich brauche Munition. Und zwar eine ganze Menge. Schweigen. Weißt du nicht, dass es Gold ist? Wir mich all diese Jahre wirklich verletzen?
115. Wie kann ein so kleines Ding nur solch große Probleme auslösen? Uniform zerrissen. Das verärgert mich. Jetzt bin ich wütend. Auf Wiedersehen! Ich werde mich in der Hitze der Explosion ahlen. Aber aus sicherer Entfernung, damit ich nicht Feuer fange. Manchmal habe ich das Schlachten satt. Manchmal genieße ich es. Heute kann ich mich nicht entscheiden. Ich weiß immer noch nicht, wie man den trägt. Dempsey meinte, ich muss ihn zwischen die Beine klemmen. Aber ich weiß nicht. Ohne interessantere Waffen kann man nur schwer kreativ sein. Ich sollte es wissen. Ich habe selbst genug gebaut. Früher habe ich Macht gesucht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Warum suchen, was ich schon habe? Zum Glück kann ich meine Enttäuschung unterdrücken. Auf Wiedersehen!
weiß, dass ich verdammt bin, Dr. Monty. Aber das hier ist doch einfach nur... Komm schon! Ein Tanz mit dem Doktor könnte gefährlicher sein als ein Tanz mit dem Teufel. Der hat nämlich keine Kugeln. Auf Wiedersehen! Das ist eine Lache. Der Sturm ist schon da. Wir sind der Sturm. Du tust das Richtige, Edward. Auch wenn niemand an dich glaubt. Oh, Strahlenkanone. Es ist wohl nur passend, dass wir für das Ende wieder vereint sind. Kommt ruhig näher, Horde. Ich biete heute Rabatte auf Lobotomien. Flick dich, Kiste. Tut mir leid, wenn ich dich je beleidigt habe. Ich hab's nicht so gemeint. Wir werden alle sterben. Dieses Mal in echt. Ich schätze, derart zufällige Elemente entziehen sich Montys Kontrolle. Auf Wiedersehen! Präzision, Edward. Präzision ist der Schlüssel. Zumindest bis ich eine neue Waffe bekomme.
Ich habe Dempsey letztens geschnappt und gefragt, was MG eigentlich bedeutet. Er sagte, meine Güte. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Zerstörungskraft reizt mich schon lange nicht mehr. Aber man darf sich ja trotzdem hin und wieder etwas gönnen. Früher habe ich Macht gesucht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Warum suchen, was ich schon habe? Zum Glück ist das Ding nicht schwer. Ich habe kaum genug Kraft, um einen Finger zu bewegen. Was wäre, wenn ich eines Tages vor ihrem Verschwinden in die Kiste klettern? Auf Wiedersehen! Nein, das wäre eine schlechte Idee. Möglicherweise gehört hast, Dr. Monty, bin ich durchaus in der Lage, mit größeren Waffen umzugehen. Ich habe Dempsey letztens geschnappt und gefragt, was MG eigentlich bedeutet. Er sagte, meine Güte. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Umzukehren. Ich werde mich nie ergeben. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Zu wörtlich, aber ich wüsste wirklich nicht, wie man Schießen verkaufen will. Werden die in Tüten abgepackt? Fliegt meine Kugel, trotzt den Gesetzen der Physik. Manchmal habe ich das Schlachten satt. Manchmal genieße ich es. Heute kann ich mich nicht entscheiden.
büßen alle für unsere Unverschämtheit. Stellt euch eurem Schicksal. Eurem Schicksal, dem Tod. Moment. Wolltet ihr alle diese Jahre wirklich verletzen? Hallo, Sinnlosigkeit, ich bin's, Edward. Erinnerst du dich? Schussverkauf! Freunde. Kein Wort von mir gegen deine Methoden, Dr. Monty. Ihre Effektivität spricht Bände. Sie sind wieder drauf reingefallen. Also eine Furie? Nicht wirklich. Du bist ja nicht mal in meiner Liga. Meine Waffe noch schwerer. Miste. In der Kiste kommt sie aus dem Versteck. Dann schießt ihr die Rübe weg. Ich bin bereit für den ersten Schnitt.
als Erste dran. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Doppelte Punkte! Ich werde meine Verdienste für Regentage sparen. Sturmwolken brauen sich zusammen. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Hast meine Uniform zerrissen. Das verärgert mich. Sie sind wieder drauf reingefallen. Nie ergeben. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Fürchtet mich nicht. Fürchtet den Tod. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Und so sehen Explosionen im Weltraum aus. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Durch eurem Schicksal. Tod. Dein lächerliches Gehusche und Geheule konnte mir keine Angst machen, Kreatur. Es scheint, als hätte mein Eifer zur Vernichtung der Horde mich mit nur noch wenig Munition dastehen lassen. Überraschung. Wir brauchen mehr Munition. Auch wenn das ziemlich offensichtlich ist. Hätte ich es gar nicht erwähnen müssen. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Ihr glaubt immer noch, dass ihr mich umzingeln könnt? Fliegt, meine Kugeln! Trotzt dem Gesetz der Physik!
gesagt. Und die sind schon tot. Es gab nur ein bedauerliches Ende für dich, mein Augenwärmer. Du hast sicher schon bemerkt, wie viel Schaden hier entstanden ist. Ich dachte, eine weitere Explosion könnte nicht schaden. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Feiner! Bedenkt man den Schaden, den das Hämmern meinen Ohren zugefügt hat, bin ich überrascht, dass ich überhaupt noch aufhöre. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Gegen die Schwerkraft richte dir nichts auf. Wunderbar. Manchmal verstehe ich es einfach nicht. Ich muss mal meine Gedanken ordnen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ich wollte mehr. Ich wollte schon immer mehr. Ob ich es jemals bekomme? Ich komme damit zurecht. Ich komme damit zurecht. Seht! Ich habe ein Gewehr! Und ich werde es benutzen! Der Sturm ist schon da! Wir sind der Sturm! Trotz allem, was du möglicherweise gehört hast, Dr. Monty, bin ich durchaus in der Lage, mit größeren Waffen umzugehen. Niemand entkommt dem Tod. So viel ist sicher für euch, Höllenbrut. Für uns hingegen. Das Scharfschießen ist eine Kunst. Eine Kunst, die ich nicht beherrsche. Ich weiß, dass ich anderes von mir behauptet habe, aber das war gelogen. Ganz ruhig, ihr Höllenbrut. Ich kümmere mich um euch. Ich bewaffne mich. Zum letzten Mal.
Das mag zwar eine nette Spielerei sein, aber ich brauche dringend aggressivere Waffen. Zum Glück kann ich meine Enttäuschung unterdrücken. Auf Wiedersehen! Durchatmen, Edward. Denk einfach daran, was wichtig ist. Moment. Was ist denn wichtig? Ach ja, das hier. Das kommt später. Die vielen inneren Organe werden schon bald nach außen verlegt. Manchmal habe ich das Schlachten satt. Manchmal genieße ich es. Heute kann ich mich nicht entscheiden. Niemand entkommt dem Tod. So viel ist sicher für euch Höllenbrut. Für uns hingegen. Soll in Wirklichkeit wohl minimaler Patronenvorrat heißen, wenn man bedenkt, wie schnell die Munition verbraucht ist. Der Sturm ist schon da. Wir sind der Sturm. Jetzt bin ich wütend. Auf Wiedersehen!
Diese Viecher mögen mich nicht. Möglicherweise, weil ich sie mit Dingen wie dem hier beschieße. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Doppelte Punkte. Hier wird zu jeder Menge großer Risiken verleitet. Wie sind wir schließlich hier gelandet? Ich hoffe, das tut weh. Sehr viel. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen Insta-Kill. nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Fliegt, meine Kugel. Trotz den Gesetzen der Physik. Fürchtet mich nicht. Fürchtet den Tod. Maximale Munition. Und ihr seid als Erste dran. Ich bin schon so weit, um jetzt umzukehren. Er starb bei seiner Lieblingsbeschäftigung, beim Todsein. Durch eurem Schicksal. Bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Fliegt, meine Kugel. Trotzt den Gesetzen der Physik. Das war die letzte Warnung, du Ausgeburt der Hölle. Er starb bei seiner Lieblingsbeschäftigung, beim Todsein. Es sieht nicht gut aus. Genaueres wird uns erst die Autopsie sagen. Fürchtet mich nicht. Fürchtet den Tod.
Unsere Meister können nicht zulassen, dass ihr euren Weg fortsetzt. Die Abkunft von Furie wird bleiben. Bring das sofort zur Kälte. Nicht zu schnell. Ich will, dass ihr leidet. Vielen Dank auch, Dr. Monty. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Sie haben einen ernsten Fall von Schwerkraft erlitten. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Schussverkauf! Ich habe einst gehofft, die Methode hinter diesem Wahnsinn zu verstehen. Ist mir nie gelungen. Ich hoffe, du willst damit nicht auf meine sadistische Seite anspielen, Dr. Monty. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen.
Tüten abgepackt? Fass mich an und du kriegst eine Reaktion. Ganz ruhig, ihr Höllenbrut. Ich kümmere mich um euch. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Diese Explosion ist wirklich hell. Meine Augen jucken immer so davon. Doppelte Punkte! Ich würde es ja umsonst machen, aber ich mag das Geld zu sehr. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Sicher schon bemerkt, wie viel Schaden hier entstanden ist. Ich dachte, eine weitere Explosion könnte nicht schaden. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Schussverkauf!
uns doch nicht unnötigen Risiken aussetzen. Seht! Ich habe ein Gewehr! Ich werde es benutzen! Munition abzuwerfen. Ich rede mit dir, Dr. Monty! Der Panzersoldat. Muss ich auf primitivere Kampfmethoden zurückgreifen. Doppelte Punkte! Wir wissen alle, dass das nicht gut ausgehen wird. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Fliegt meine Kugel, trotzt den Gesetzen der Physik. Maximale Munition! Ich tue alles, um zu vermeiden, dass ich neue Munition kaufen muss. Alles. Und wir machen dem Sieg ein Stück näher. Törichte Kreatur. Eines Tages wird uns Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Ich bin so froh, dass jemand das ganze Holz bei dem Fenster vergessen hat. Damit kommen wir echt weiter. Ene, mene, Miste. Höllenbrut in der Kiste. Kommt sie mal vom Versteck. Dann schieß ich ihr die Rübe weg. Du bist schmutzig und glaublich schmutzig. Und dann wieder los.
Leiche. Tod. Ja, das ist es. Der kleine Kerl wird mir fehlen. Aber er hat stets das getan, was er wollte. Leute umbringen. Du bist nicht tot. Daran soll schleunigst jemand was ändern. Doppelte Punkte! Ich tue das hier nicht für Wohlstand. Vor allem nicht, weil ich vielleicht nicht lange genug lebe, um ihn zu genießen. Insta-Kill! Vielleicht wird der Tag heute doch gar nicht so schlecht. Fürchtet mich! Maximale Munition! Fürchtet den Tod! Hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Schussverkauf! Ist das ein Warnhinweis? Maximale Munition! Insta-Kill! Die Jungs in der Leichenhalle werden heute Überstunden schieben müssen. Wisst ihr Jungs seid mir echt ans Herz gewachsen. Wenn ich ehrlich bin, konnte ich euch anfangs überhaupt nicht leiden. Ich mag dieses Beißen nicht. Und das Stoßen und auch nicht. Explosionen können Herzen brechen. Es versucht. Niemand hatte Erfolg. Stellt euch eurem Schicksal. Den Tod. Ich habe mal von solchen Explosionen geträumt. Vielleicht sehe ich schon bald meine letzte. Eines Tages wird man Geschichten über meine
Tapfer keine Zellen. Das verfolgt mich schon in den Träumen. Zum Glück habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Ich bin bereit für die Rückkehr. Ich bin schon bereit, um jetzt umzugehen. Ich gehe nicht mit in den Tod. Noch nicht. Schlussverkauf! Mein Gott, ich hatte gerade einen Gedanken. Was ist, wenn der Kiste je die Waffen ausgehen? Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot! Sie sind wieder drauf reingefallen. Die Horde fällt. Und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Fliegt
als ich das beim letzten Mal gebraucht habe.
Das ist es. Die Schwerkraft richtet ihr Licht aus. Vielleicht Interesse an meiner günstigen Lobotomie. Endlich. Jetzt auch zum Angreifen. Sich immer nur zu verteidigen kann langweilig werden. Zu weit, um Schuss umzukehren. Es tut mir leid. Sie haben den ersten Fall von Schwerkraft erlitten. Durch eurem Schicksal.
Es scheint, ich könnte dem Einsatz dieser plumpen Waffe nicht entkommen. Euer Vorteil ist eure Masse. Es wird nicht reichen. Kein Wort von mir gegen deine Methoden, Dr. Monty. Ihre Effektivität spricht Bände. Ich habe mal von solchen Explosionen geträumt. Vielleicht sehe ich schon bald meine letzte. Und so sehen Explosionen im Weltraum aus. Stellt euch eurem Schicksal, dem Tod. Ich sehe, dass ihr nichts gelernt habt. Ich bin aus. Meine Kugeln, trotz den Gesetzen der Physik. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Ich werde mich nie ergeben. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Ene, mene, miste. In der Kiste kommt sie aus dem Versteck. Dann schießt ihr die Rübe weg! Richtet ihr nichts aus! Ihr müsst wissen, wer ich bin. Wieso soll ich euch sonst so anstrengen? Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Doppelte Punkte! Ich werde meine Verdienste für Regenthal sparen. Sich zusammen. Tut mir leid. Diese Waffe muss meine primitivere Seite in Erscheinung treten. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Schweine! Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Ihr glaubt immer noch, dass ihr mich umzingeln könnt?
Tages brauchen wir vielleicht keine Kugel mehr. Aber heute ist nicht dieser Tag. Maximale Munition! Diese Explosion ist wirklich hell. Meine Augen jucken immer so davon. Das ist nicht mein Schicksal. Noch nicht. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Die Horde fällt. Und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Ich hoffe, du willst damit nicht auf meine sadistische Seite anspielen, Dr. Moore. Fliegt meine Kugel, trotzt den Gesetzen der Physik. Ich bin zu weit gekommen, um jetzt an Munitionsmangel zu sterben. Ich hoffe, das tut weh. Sehr weh. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Als ich das Glas geöffnet habe, habe ich ein bisschen gehofft, dass es Erdbeermarmelade ist. Stellt euch eurem Schicksal, dem Tod. Ich habe eigentlich erwartet, dass die Schwerkraft bei der Explosion eine größere Rolle spielen würde. Es ist kaum etwas davon geschwebt.
schon zu weit, um jetzt umzukehren. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Die Horde fällt. Und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Ausreichen, um euren Hunger zu stillen. Schussverkauf! Willst du uns bestechen? Du musst wissen, wir sind schon lange dabei. Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir dieses Angebot annehmen. Wir wollen uns doch nicht unnötigen Risiken aussetzen. Er starb bei seiner Lieblingsbeschäftigung, beim Todsein. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Ich muss dir leider mitteilen, dass dein Tod sehr schnell eintrat. Wir können nichts tun.
Gedanken verleitet. Wie sind wir schließlich hier gelandet? Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste da. Immer noch, dass ihr mich umzingeln könnt? Miste. Höllenwut in der Kiste. Kommt sie aus dem Versteck? Dann schieße ich ihr die Rübe weg! Würde ich euch gerne weiter dazu ermutigen. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Die sind schon tot! Insta-Kill! Vielleicht wird der Tag heute doch gar nicht so schlecht. Sicher schon bemerkt, wie viel Schaden hier entstanden ist. Ich dachte, eine weitere Explosion könnte nicht schaden. Ich brauche Munition. Und zwar eine ganze Menge. Maximale Munition! Lass die
weiter. Sie sind wieder drauf reingefallen. Meine Kugeln, trotzt den Gesetzen der Physik. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Die Horde fällt. Und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Mich nie. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Ihr werdet es nie verstehen, was? Selbst wenn es nie gut für euch ausgeht. Solch ein Schicksal. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Ich habe mal von solchen Explosionen geträumt. Vielleicht sehe ich schon bald meine letzte. Ich werde mich nie ergeben. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Euer Vorteil ist eure Masse. Es wird nicht reichen. Insta-Kill. Die Jungs in der Leichenhalle werden heute Überstunden schieben müssen. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Wir bald ein Ende nehmen. Ihr seid als Erste. Bringen wir es hinter uns, okay? Nicht zu schnell. Ich will, dass ihr leidet. Hast du vielleicht Interesse an einer günstigen Lohn? Rauf und wieder runter. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Eines Tages brauchen wir vielleicht keine Kugel mehr. Aber heute ist nicht dieser Tag. Fürchtet mich nicht.
Ich bin zu weit gekommen, um jetzt an Munitionsmangel zu sterben. Ist das Ding irgendwie schwerer geworden, seit ich es das letzte Mal benutzt habe? Wir werden sie, trotz eurer Maximale Munition! Wir büßen alle für unsere Unverschämtheit. Wiedergeben. Das klingt einfach nicht nach Spaß. Durch eure Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Findet euch und schreit so viel ihr wollt. Um ehrlich zu sein, würde ich euch gerne weiter dazu ermutigen. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Ich sehe, dass ihr nichts gelernt habt. Das ist okay. Ich bin auch. Meine Kugel. Die Gesetze der Physik. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Fürchtet mich nicht. Fürchtet den Tod. Schussverkauf! Gegen die Schwerkraft richtet ihr nichts aus. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen demokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Die sind schon tot. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Wir brauchen mehr Munition. Auch wenn das Ziel Maximale Munition! hätte ich es gar nicht erwähnen müssen. Fliegt meine Kugeln, trotzt den Gesetzen der Physik. Insta-Kill! Vielleicht wird der Tag heute doch gar nicht so schlecht. Ihr müsst wissen, wer ich bin. Wieso solltet ihr euch sonst so anstrengen?
Explosionen kriegen alles klein. Mich auch. Kommt ruhig näher, Horde. Ich biete heute Gruppenrabatte auf Lobotomien. Ich wollte mehr. Ich wollte schon immer mehr. Ob ich es jemals bekomme? Er wird es ansprechen, das weiß ich. Unmöglich, dass er es nicht bemerkt hat. Du hast meine Uniform zerrissen. Das verärgert mich. Es hängt viel davon ab. Hoffentlich habe ich auch alles bis aufs i-Tüpfelchen genau richtig gemacht. Dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Ich habe es den anderen gesagt.
alle von euch. Und ihr seht so hungrig aus. Ich allein werde nicht ausreichen, um euren Hunger zu stillen. Ist das Ding irgendwie schwerer geworden, seit ich es das letzte Mal benutzt habe? Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Es scheint, als hätte mein Eifer zur Vernichtung der Horde mich mit nur noch wenig Munition dastehen lassen. Überraschung. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen demokratischen Eid nie geleistet habe? Maximale Munition! Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot! Sezieren ist meine Spezialität. Ich werde es mal vorführen. Insta-Kill! Keine Sorge, das ist nur ein kleiner Eingriff. Klein und sehr brutal. Kein Wort von mir gegen deine Methoden, Dr. Monty. Ihre Effektivität spricht Bände. Es tut mir leid. Sie haben einen ernsten Fall von Schwerkraft erlitten. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Ich tue das hier nicht für Wohlstand. Allerdings bin ich eigentlich nicht lange genug lebe, um ihn zu genießen. Ich sehe, dass ihr nichts gelernt habt. Das ist okay. Ich bin auch stur. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Insta-Kill! Ich habe meinen Tod gesehen. Er tritt nicht durch dich ein.
Spaß. Fürchtet mich nicht. Fürchtet den Tod. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Ich werde mich nie ergeben. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Mir bleiben nur noch wenige Kugeln. Ist wahrscheinlich noch weniger als zu Beginn dieses Satzes. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen demokratischen Eid nie geleistet habe? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit
man Schüsse verkaufen will, werden die in Tüten abgepackt. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Und so sehen Explosionen im Weltraum aus. Fliegt meine Kugel, trotz dem Gesetz lüftet sie. Es ist doch nicht zu viel verlangt, ein Gutes zu wollen, Dr. Monty. Ich werde mich nie ergeben. Das klingt einfach nicht nach Spaß. Maximale Munition! Jetzt ist meine Waffe noch schwerer. Wir werden siegen, trotz eurer Überzahl. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Doppelte Punkte! Wer weiß schon, wann wir die zusätzlichen brauchen werden. Vermutlich schon sehr bald. Fliegt meine Kugel, trotzt den Gesetzen der Physik. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Insta-Kill! Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Ihr glaubt immer noch, dass ihr mich umzingeln könnt? Die Horde fällt. Und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Fliegt meine Kugel, trotz den Gesetzen der Physik.
schon zu weit, um jetzt umzukehren. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um etwas Munition abzuwerfen. Ich rede mit dir, Dr. Monty! Explosionen können Herzen brechen. Eines Tages wird man Geschichten über meine Maximale Munition! durch eurem Euer Fahrzeug ist eure Masse. Es wird viel bereit. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Ich denke, ich rieche Tod. Ja, das ist es.
gerne studieren. Wir brauchen mehr Munition. Maximale Wenn das Munition! ziemlich offensichtlich ist. Vielleicht hätte ich es gar nicht erwähnen müssen. Die Speerkraft richtet dir nichts auf. Nie ergeben. Das klingt einfach nicht nach Spaß. Ihr werdet es nie verstehen, was? Selbst wenn es nie gut für euch ausgeht. Schussverkauf! Willst du uns verstecken, Dr. Martin? Du musst wissen, wir sind schon lang dabei. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit Doppelte Punkte! Lass dich von... Tentakeln klatschen, Höllenbrut! Du gewöhnst dich dran. Ich habe ein neues Rezept für dich. Ich verschreibe einen Messerstich. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Ich sehe, dass ihr nichts gelernt habt. Das ist okay. Ich bin auch. Die Horde fällt. Und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Fliegt meine Kugel. Trotzt den Gesetzen der Physik. So viele von euch. Und ihr seht so hungrig aus. Ich allein werde nicht ausreichen, um euren Hunger zu stillen.
Dieses Beißen nicht. Und das Stoßen und Kratzen auch nicht. Die Horde fällt. Und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Fliegt meine Kugel, trotzt den Gesetzen der Physik. Insta-Kill. Ich bin bereit für den ersten Schritt. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt.
Masse. Es wird nicht reichen. Tut mir leid. Diese Waffe ist meine primitivere Seite in Erscheinung treten. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Nicht gut. Schon wieder. Wo ist die Munition? Meine Kugel trotzt den Gesetzen der Physik. Ich werde mich umgeben. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Wieso solltet ihr euch sonst so anstrengen?
es ja umsonst machen. Aber ich mag das Geld zu sehr. Schlussverkauf! Willst du uns bestechen?
Dr. Monty? Du musst wissen, wir sind schon lange dabei. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Und dann wieder.
muss nachdenken. Das laute Hämmern ist nicht hilfreich. Rieche. Tod. Ja, das ist es. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran.
Ohne Munition muss ich unsere Kampfmethoden zurückgreifen. Wir wissen alle, dass das nicht gut ausgehen wird. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Ich hasse es, leere Waffen zu haben. Das fühlt sich nach verschwendete Energie an. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Ich hebe sowas eigentlich immer auf. Ich werde mich nie ergeben. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Schon bemerkt, wie viel Schaden hier entstanden ist. Ich dachte, eine weitere Explosion könnte nicht schaden. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen.
konzentrieren wir uns auf die wichtigen Dinge. Wenn ich nur wüsste, was wichtig war. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Schussverkauf! Mein Gott, ich hatte gerade einen Gedanken. Was ist, wenn der Kiste je die Waffen ausgehen?
eine ganze Menge! Mein kleiner Freund hat einen ganz schön schleimigen Händedruck. Insta-Kill. Findet euch und schreit so viel ihr wollt. Um ehrlich zu sein, würde ich euch gern... weiter dazu ermutigen. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Wahrscheinlich noch weniger als zu Beginn dieses Satzes. Hallo, Sinnlosigkeit, ich bin's, Edward. Erinnerst du dich? Wir sind keine Freunde. Ihr werdet es nie verstehen, was? Selbst wenn es nie gut für euch ausgeht. Als hätte mein Eifer zur Vernichtung der Horde mich mit nur noch wenig Munition dastehen lassen. Überraschung. Fliegt, meine Kugel, trotzt den Gesetzen der Physik. Klingt einfach nicht nach Spaß. Ich habe eigentlich erwartet, dass die Schwerkraft bei der Explosion eine größere Rolle spielen würde. Es ist kaum etwas davon geschwebt. Bringen wir es hinter uns, okay? Nicht zu schnell. Ich will, dass ihr leidet. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Die Schwerkraft richtet dir nichts aus. Ich sehe, dass ihr nichts gelernt habt. Das ist okay.
Spürst du seine Tentakel? Sind sie warm? Die Operation ist missglückt. Du hast es nicht geschafft. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzugehen. Maximale Munition! Ich hoffe, du willst damit nicht auf meine sadistische Seite anspielen, Dr. Monty. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Das war die letzte Warnung, du Ausgeburt der Hölle! Stellt euch eurem Schicksal, den Tod. Ihr müsst wissen, wer ich bin. Nicht so wie euch sonst so anschreiben. Die Horde fällt. Wir kommen ein Stück näher. Moment. Wolltet ihr mich all diese Jahre wirklich verletzen? Doppelte Punkte! Die Wände kommen näher. Ich kann sie hören. Nein, Moment. Das sind nur Bretter und Nägel. Stellt euch eurem Schicksal, den Tod. Ihr werdet es nie verstehen, was? Selbst wenn es nie gut für euch ausgeht. Tut mir leid, Sie haben einen Ernstfall von Schwerkraft. Ich werde mich niedergeben. Das klingt einfach nicht nach Spaß. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippopatischen Eid nie geleistet habe? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Fürchtet mich nicht. Fürchtet den Tod. Das verfolgt mich schon in den Träumen. Zum Glück habe ich schon lange nicht mehr geschlafen.
einen ganz schön schleimigen Händedruck. Fliegt meine Kugel, trotz den Gesetzen der Physik.
Ich bin zu weit gekommen, um jetzt an Munitionsmangel zu sterben. Es wird alles bald vorüber sein. Euer Untergang steht bevor. Es scheint, als hätte mein Eifer zur Vernichtung der Horde mich mit nur noch wenig Munition dastehen lassen. Überraschung. ist nicht mein Schicksal. Noch nicht. Und ihr seid als Erste
Alltagsbeschäftigung beim Todsein. Ich habe mal von solchen Explosionen geträumt. Vielleicht sehe ich schon bald meine letzte. Ich nicht! Fürchte den Tod! Ich glaub immer noch, dass ich mich umziehen kann. Hast du vielleicht Interesse an meiner günstigen Lobotomie? Ich werde mich nie ergeben. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Ich will, dass ihr leidet. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Durch ein Schicksal. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Ihr müsst wissen, wer ich bin. Wieso solltet ihr euch sonst so anstrengen? Es klingt einfach nicht nach Spaß. Fliegt meine Kugel, trotzt den Gesetzen der Physik. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Schweine! Du zögerst das Unvermeidbare nur hinaus. Es könnte so länglich Es tut mir leid. Wir haben einen ernsten Fall von Schwerkraft erlitten. Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Wir werden siegen, trotz eurer Überzahl. Schussverkauf! Ich bin es hier nicht gewohnt. Stellt euch eurem Schicksal. Den
Ich allein werde nicht ausreichen, um euren Hunger zu stillen. Gesagt. Und die sind schon tot. Ich sehe, dass ihr nichts gelernt habt. Das ist okay. Ich bin auch stur. Diese Explosion ist wirklich hell. Meine Augen jucken immer so davon. Wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Lass dich von den Tentakeln klatschen, Höllenbrut. Du gewöhnst dich dran. Ja, köstlich. Vielen Dank dafür. Ich kann dich doch jetzt nicht einfach gehen lassen. Ich werde mich nie ergeben. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Fürchtet mich nicht. Fürchtet den Tod. Die Horde fällt. Und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Was hast du dieses Mal für mich, Dr. Monty?
zu weit, um jetzt umzukehren. Und so sehen Explosionen im Weltraum aus. Fixieren ist meine Spezialität. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Findet euch und schreit so viel ihr wollt. Um ehrlich zu sein, würde ich euch gerne weiter dazu ermutigen. Fliegt, meine Kugel, trotzt den Gesetzen der Physik. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Stellt euch eurem Schicksal, dem Tod. Ihr seid ein Instinkt und ihr seid als Erstes dran. Die letzte Warnung zur Ausgeburt der Hölle. Ich sehe, dass ihr nichts gelernt habt. Das ist okay. Ich bin auch stur. Es tut mir leid. Sie hatten einen ernsten Fall von Explosionen können Herzen brechen. Und Körper. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Fürchtet mich nicht. Fürchtet den Tod. Er starb bei seiner Lieblingsbeschäftigung, beim Todsein. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Wir werden trotz eurer Übermacht
Ich brauche Munition. Und zwar eine ganze Menge. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Ich könnte den Einsatz dieser Glockenwaffe nicht
Explosionen können Herzen brechen. Und Körper. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Bring es hinter uns, okay? Nicht zu schnell. Ich will, dass ihr leidet. Euer Vorteil ist eure Masse. Es wird nicht reichen. Und so sehen Explosionen im Weltraum aus. Fürchtet mich nicht. Fürchtet den Tod. Ihr werdet es nie verstehen lassen. Selbst wenn es nicht gut für euch aussieht. Ihr müsst wissen, wer ich bin. Wieso solltet ihr euch sonst so anstrengen? Ich bin schon zu weit, um jetzt umzukehren. Nicht mein Schicksal. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Ich werde mich nie ergeben. Das klingt einfach nicht nach Spaß. Hallo Sinnlosigkeit, ich bin's, Edward. Erinnerst du dich? Wir sind keine Freunde. So viele von euch. Und ihr seht so hungrig aus. Ich allein werde nicht ausreichen, um euren Hunger zu stillen. Fürchtet mich nicht. Fürchtet den Tod. Wilde Miste. Und in der Kiste kommt sie aus dem Versteck.
gucken immer so davon. Ihr werdet es nie verstehen, was? Selbst wenn es nie gut für euch ausgeht. Um euren Hunger zu stillen. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Insta-Kill! Ich bin bereit für den ersten. Fliegt meine Kugeln, trotzt den Gesetzen der Physik. Stellt euch eurem Schicksal, dem Tod. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Stellt euch eurem Schicksal, dem Tod. Ich bin sehr entschlossen.
habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Euer Vorteil ist eure Masse. Es wird nicht reichen. Schussverkauf! Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Maximale Munition! Und der Kampf geht weiter. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Das ist nicht mein Schicksal. Noch nicht. Ich bin schon so weit, um jetzt umzukehren. In der Liste. In der Kiste. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Du hast sicher schon bemerkt, wie viel Schaden hier entstanden ist. Ich werde mich nie ergeben. Das klingt einfach nicht nach Spaß. Er starb bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Beim
solchen Explosionen geträumt. Vielleicht sehe ich schon bald meine letzte. Das verfolgt mich schon in den Träumen. Zum Glück habe ich sonst so anstrengen. Fürchtet
jetzt an Munitionsmangel zu sterben? Maximale Munition! Gesagt. Und die sind schon tot. Todesursache? Zahlreiche Eintrittswunden. Große. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen.
umzukehren. Ich bin so froh, dass jemand das ganze Holz bei dem Fenster vergessen hat. Damit kommen wir echt weiter. Beißen nicht. Und das Stoßen und Kratzen auch nicht. Kein Wort von mir gegen deine Methoden, Dr. Monty. Ihre Effektivität spricht Bände. Tut mir leid. Diese Waffe ist meine primitive Außerstelle. Die Horde fällt und wir kommen dem Sieg ein Stück näher. Du hast meine Uniform zerrissen. Das verärgert mich. Du bist schmutzig. Schmutzig! Es tut mir leid. Wir haben einen ernsten Fall von Feuerkraft erlitten. Solch ein Schicksal. Wir brauchen mehr Munition. Auch wenn das ziemlich offensichtlich ist. Vielleicht hätte ich es gar nicht erwähnen müssen. Der kleine Kerl wird mir fehlen. Aber er hat stets das getan, was er wollte. Leute umbringen. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Ich habe nur noch ein Messer. Es wird Blut geben. Und Gedärme. Jede Menge davon.
vollziehe nur noch Kalorien durch giftige Getränke und Kaugummis. Bäh. Unverschämtheit. Und dann wieder. So viele von euch. Sieht so ruhig aus. Ich allein werde nicht ausreichen, um euren Hunger zu stillen. Eines Tages wird man Geschichten über meine Tapferkeit erzählen. Meine Kugel trotzt den Gesetzen der Physik. Hast du vielleicht Interesse an meiner günstigen Novotopie? Ich mag dieses Beißen nicht. Und das Stoßen und Kratzen auch nicht. Stellt euch eurem Schicksal. Dem wir werden siegen, trotz eurer Überzahl. Das wird bald ein Ende nehmen. Und ihr seid als Erste dran. Ihr müsst wissen, wer ich bin. Wieso solltet ihr euch sonst so anstrengen? Konzentrieren wir uns auf die wichtigen Dinge. Ich nur wüsste, was wichtig war. Ihr habt mich zu jeder Menge großer Risiken verleitet, die sich hier schließlich überlassen. Fürchtet mich nicht! Fürchtet den Tod! Habe ich euch nicht gesagt, dass ich meinen hippokratischen Eid nie geleistet habe? Nein? Ich habe es den anderen gesagt. Und die sind schon tot. Ich werde mich nie ergeben. Es klingt einfach nicht nach Spaß. Ihr werdet es nie verstehen, was?